Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diese tolle Mütze für euch gehäkelt. Sie ist in wenigen Stunden fertiggestellt und ist ein idealer Begleiter für die kalte Jahreszeit. Ihr braucht nur knapp 100 Gramm Wolle. Da finden sich vielleicht in euren Wollvorräten passende Reste, die auf eine sinnvolle Verwertung warten. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Nacharbeiten. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm und eine Wolle, die für diese Stärke geeignet ist. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle bei dieser Mütze das Ersatzstäbchen ein bisschen anders als gewohnt. Ich häkle zuerst eine Luftmasche, ich häkle eine feste Masche in den Ring, ich häkle noch eine Luftmasche und ich häkle eine feste Masche in das linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen. Und jetzt häkle ich in den Ring noch 11 Stäbchen und ich häkle über den Anfangsfaden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Und wenn ihr insgesamt 12 Stäbchen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 12 Stäbchen gehäkelt, inklusive Ersatzstäbchen, und jetzt kippen wir das erste Stäbchen, dann seht ihr hier einen schönen Maschenkopf und in diesen schließen wir mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle wieder eine Luftmasche, ich häkle in die allererste Masche eine feste Masche, eine Luftmasche und in das linke Maschenglied der unteren festen Masche häkle ich noch eine feste Masche. Das ist das Ersatzstäbchen. Ich häkle in dieselbe Masche, wo das Ersatzstäbchen schon drin ist, noch ein Stäbchen und dann häkle ich in jede Masche 2 Stäbchen, sodass wir auf 24 Stäbchen kommen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 24 Stäbchen gehäkelt und ich schließe wieder in den Kopf des ersten Stäbchens zur Runde. Ich häkle wieder das Ersatzstäbchen und ich häkle sofort noch ein Stäbchen in dieselbe Masche und um das nächste Stäbchen häkle ich eine Dreiernoppe.
Das heißt, ich steche vor dem Stäbchen hinein und hinten wieder heraus, sodass das Stäbchen auf der Nadel liegt. Ich hole den Faden durch, ich hole einen Umschlag, hole noch einmal den Faden durch, ich hole einen Umschlag und hole noch einmal den Faden durch. Ich masche alle Fäden ab, sodass 2 auf der Nadel bleiben und die masche ich zusammen ab. Dann die Noppe nach rechts schieben, damit der nächste Maschenkopf sichtbar ist. In diesen Maschenkopf häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir wieder eine Noppe mit 3 mal den Faden durchholen, alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben und die zusammen abmaschen. Und dann wieder 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Und immer um das nächste Stäbchen eine Dreiernoppe häkeln. Die Fäden nicht zu kurz halten, dass ihr gut mit der Nadel durchkommt. Und die letzten 2 zusammen abmaschen. 2 Stäbchen in eine Masche. Und so weiter. Wir erhalten genau 36 Maschenköpfe. Auch die Noppen haben einen ganz normalen Maschenkopf. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet mit einer Noppe. Wir haben genau 12 Noppen und 36 Maschenköpfe. Und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen. Wir häkeln ein zweites Stäbchen in dieselbe Masche und wir häkeln 2 Stäbchen Wir verdoppeln das nächste Stäbchen nach der Noppe. Wir häkeln wieder 2 Stäbchen und immer den Maschenkopf nach der Noppe verdoppeln wir. 2 einzelne Stäbchen, 2 Stäbchen in eine Masche, 2 einzelne Stäbchen, 2 Stäbchen in eine Masche. Wir erhalten 48 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 48 Stäbchen gehäkelt und ich schließe in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Ich häkle wieder das Ersatzstäbchen. Ich verdopple wieder das erste Stäbchen. Ich häkle 2 Stäbchen nebeneinander und um das Stäbchen, das sich in der Noppe weiter unten befindet, häkle ich wieder eine Noppe. Und hier seht ihr die Zunahme der Vorreihe, die sieht aus wie ein kleines V. Und in die erste Masche der Zunahme häkle ich wieder 2 Stäbchen. Dann häkle ich 2 Stäbchen in die nächsten 2 Maschen. Dann wieder eine Noppe.
sofort nach der Noppe 2 Stäbchen in eine Masche, 2 Stäbchen nebeneinander, eine Noppe um das Stäbchen, das sich in der Noppe befindet, gleich danach die nächste Masche verdoppeln, 2 Stäbchen nebeneinander und eine Noppe. Wir erhalten genau 60 Maschenköpfe und immer noch 12 Noppen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet mit einer Noppe und einer Kettmasche in das Ersatzstäbchen. Und wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen. Wir verdoppeln sofort die erste Masche. Wir häkeln 1, 2, 3, 4 Stäbchen und das nächste Stäbchen nach der Noppe verdoppeln wir. 2 Stäbchen in eine Masche, 4 Stäbchen nebeneinander, und wieder nach der Noppe 2 Stäbchen in eine Masche und wieder 4 Stäbchen nebeneinander. Wir erhalten 72 Maschenköpfe und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 72 Stäbchen gehäkelt und ich schließe mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt müssen wir schon einmal nachmessen. Ich habe jetzt einen Durchmesser von 14 cm. Das ist für eine Dame noch etwas zu wenig. Je nach Wolle könntet ihr aber den benötigten Durchmesser von ca. 16 cm bereits erreicht haben. Wenn das der Fall ist, häkelt ihr ohne Zunahmen weiter. In meinem Fall brauche ich noch einmal eine Runde mit Zunahmen. Ich zeige euch das, wie das geht. Wir häkeln zuerst unser Ersatzstäbchen und wenn ihr noch Zunahmen braucht, verdoppelt ihr dieses erste Stäbchen. Wenn nicht, häkelt ihr einfach die Stäbchen bis zur nächsten Noppe und macht keine Zunahmen mehr. Ich häkle 4 Stäbchen. Ich häkle die Noppe um das Stäbchen, das sich in der unteren Noppe befindet. Und ich verdopple immer das Stäbchen nach der Noppe. Wenn ihr euren Durchmesser schon erreicht habt, macht ihr hier nur ein Stäbchen. Dann folgen 4 Stäbchen. Und wieder eine Noppe. Das bedeutet, bei mir sind jetzt zwischen den Noppen 6 Stäbchen. Wenn ihr keine Zunahmen braucht, sind zwischen den Noppen nur 5 Stäbchen. Und wir häkeln die Runde
zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einer Noppe und einer Kettmasche in den Kopf des ersten Stäbchens. Und jetzt habe ich 16 cm Durchmesser erreicht. Wir haben jetzt entweder 72 Stäbchen, wenn ihr eine etwas dickere Wolle verwendet habt, oder 84 Stäbchen. Und diese Zahl bleibt nun immer gleich. Das heißt, jetzt folgt eine Reihe Stäbchen mit der Anzahl, die wir jetzt haben. Zuerst immer das Ersatzstäbchen häkeln und dann einfach in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen häkeln. Wir machen ab jetzt keine Zunahmen mehr. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Wie gesagt, wir haben jetzt entweder 72 Stäbchen oder 84 Stäbchen. Bei 72 Stäbchen habt ihr immer 5 Stäbchen eine Noppe und bei 84 Stäbchen habt ihr 6 Stäbchen und eine Noppe. Und ihr könnt euch immer an den Noppen weiter unten orientieren. Die Noppe kommt immer um das Stäbchen herum, das sich im Kopf der unteren Noppe befindet. Und das machen wir so lange, also immer dieselben 2 Reihen wiederholen. Einmal die Stäbchenreihe und einmal die mit den Noppen, bis wir so zusammengefaltet gemessen eine Länge von circa 18 cm haben. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe circa 18 cm erreicht und jetzt macht ihr eine Anprobe wegen der Weite der Mütze. Sollte sie euch deutlich zu weit erscheinen, könnt ihr für das Bündchen eine dünnere Häkelnadel verwenden. Ich mache erstmal mit der gleichen Häkelnadel weiter. Ich häkle ab jetzt 2 Luftmaschen am Anfang der Reihe und dann häkle ich abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und das mache ich einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne. Hier haben wir die 2 Anfangsluftmaschen und ich schließe in die zweite Luftmasche zur Runde. Ich häkle wieder 2 Luftmaschen und die Runde beginnt mit einem Reliefstäbchen von vorne und endet ebenfalls mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und ihr seht, das Bündchen zieht noch einige Zentimeter zusammen, aber wie gesagt, sollte es zu weit sein, dann häkelt ihr das Bündchen mit einer etwas dünneren Häkelnadel. Und ich häkle ungefähr 6 cm Bündchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Bündchen fertiggestellt und den Endfaden vernäht und ich habe hier einen Kunstfellbommel mit integriertem Druckknopf und das Gegenstück habe ich hier genau in der Mitte der Mütze, wo wir begonnen haben, mit dem Anfangsfaden angenäht und dann müsst ihr den Bommel nur noch draufklipsen und auf diese Weise könnt ihr den Bommel beim Waschen entfernen. Und
Somit ist unsere wunderschöne Mütze fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.